Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, dieses Mal machen wir innere Klassen, um genau zu sein, Nested Classes, so heißen die Dinger. Und das sind im Prinzip Klassen in Klassen. Das habt ihr vielleicht schon öfters mal in fremden Code gesehen, falls ihr mal welchen angeguckt habt. Und habt euch gefragt, ja, warum habe ich das noch nicht als Tutorial gemacht? Das habe ich mich auch gefragt und deswegen gibt es dieses Video jetzt. So, also ich kann in einer Klasse, die zum Beispiel hier diese Superklasse ist, kann ich ein x definieren und das kann ich auf 0 zuweisen oder auf 5 am besten, denn wir wissen ja, dass der Initialwert 0 ist. So, und jetzt kann ich mir hier drin irgendwelche Klassen definieren. Ich schreibe hier gerade noch ein... Achso, ja, lasst mich da vorne dran noch ein Private schreiben. Ihr werdet gleich sehen, warum. Private Static int y gleich 10. So, ja, jetzt haben wir hier drin zwei Möglichkeiten. Wir können diese Klasse zunächst mal private machen. Das wäre dann wahrscheinlich der sinnvollste Fall hier. Man kann die ganzen Klassen hier auch public machen. Dann kann man sie auch von außerhalb erstellen. Aber private macht irgendwie mehr Sinn. Ansonsten könnte ich gleich eine neue Datei erstellen. In dem Fall zumindest. So, private static class. Nennen wir sie einfach mal B. Und die hat hier auch diese ganz normalen geschweiften Klammern und alles ganz normal, wie immer, nichts Besonderes. So, und jetzt kann ich hier drin noch irgendwelche Variablen definieren. Zum Beispiel ein int z, der 15 ist. Und ich kann auch Static-Variablen hier drin schreiben. Zum Beispiel private static int. Jetzt muss ich wieder bei A anfangen. Und der ist dann 20. Sowas zum Beispiel. Ich kann jetzt hier aber auch tatsächlich Methoden definieren und so weiter und so fort, wie immer. Was ich auch machen kann, ist, ich kann auf Variablen, auf Private-Variablen der Oberklasse zugreifen. Aber nicht auf alle. Wenn ich jetzt hier das hier mache, dann kriege ich einen Fehler. Nämlich, dass diese Variable x nicht static ist. Das heißt, ich kann auf die nicht drauf zugreifen. Weil Static Classes haben keinen Verweis auf diese Oberklasse hier, sondern sind einfach unabhängige innere Klassen. Das heißt, ich müsste diese Superklasse hier erstmal initialisieren und bräuchte dann von der Klasse B hier einen Verweis auf diese Superklasse, damit ich auch wirklich das richtige x kriege, sonst könnte ich ja das x von irgendeinem Super kriegen und genau diesen Verweis habe ich durch dieses Schlüsselwort Static hier nicht. Das heißt aber trotzdem, ich kann auf Static-Variablen der Oberklasse nicht der Oberklasse, der äußeren Klasse, also der Superklasse, zugreifen, denn die gibt es ja nur einmal. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch das Schlüsselwort Static hier benutzt, ansonsten fällt mir wirklich kein Grund dafür ein. Ich kann hier aber auch auf Private Static Member drauf zugreifen. Und so kann ich mir hier dann zum Beispiel irgendwelche weiteren Klassen instanzieren und genau diese Klassen kann ich in der Oberklasse benutzen. Ich kann jetzt in der Superklasse sagen, okay, ich halte mir ein Objekt B, ein Private B, das nenne ich einfach mal B, ist gleich New B. Und das geht, obwohl die Static ist. Genau deswegen bin ich mit dem Static nicht ganz im Klaren. Das finde ich da irgendwie ein bisschen fehl am Platz, aber ich kann die wirklich wie eine normale Klasse instanzieren. Aber das kann ich nur innerhalb, also da hier Private steht, ansonsten könnte ich das schon überall machen, aber das kann ich in diesem Fall, weil hier eben dieses Private steht, kann ich nur in der Superklasse drauf zugreifen. Also ich kann sie wirklich nur hier in der Superklasse instanzieren und so weiter und kann hier irgendwelche Geheimniszugriffe machen, die ich sonst nirgendwo machen möchte, weil eben niemand was von meiner Implementierung sehen soll oder sonst irgendwie was, keine Ahnung. Und kann dann aber auch von diesen Bs irgendwelche Sachen zurückgeben in Methoden von Super, für die ich dieses B gebraucht habe. Das bekannteste Beispiel sind Listen. Die haben nämlich tatsächlich wegen diesem Geheimnisprinzip diese Private Static Classes hier tatsächlich viel benutzt. Denn wir kriegen auch einen Iterator irgendwann zurück und der Iterator, den sehen wir nirgends anders, aber der kann trotzdem durch diese Liste durchlaufen und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, warum man das braucht. Also ja, die Nodes zum Beispiel von Listen sind, glaube ich, in Private Static Classes. Aber wie gesagt, ich kann hier diese Private Static Class einfach ganz normal instanzieren und kann innen drin nur auf Static Member drauf zugreifen. Die hier müssen logischerweise nicht static sein. Ich kann einfach jedes Mal diese 10 abgreifen, aber ich kann auch auf Private Variablen sowohl von der Superklasse dann
also von der Superklasse dann zuweisen. Gut, ja, so viel zu Static-Klassen. Ansonsten könnt ihr die behandeln wie ganz normale Klassen. Also wenn ihr hier Public hinschreibt, dann könnt ihr irgendwelche anderen Klassen benutzen, irgendwelche anderen Klassen nehmen und hier diese Klasse B instanzieren, so wie ich das hier gemacht habe. Und das geht im Prinzip relativ einfach. Lasst mich kurz das Projekt suchen. Das ist noch von dem letzten Video, glaube ich, drin. Genau. So, das kann ich immer wieder alles rauslöschen. So, jetzt kann ich hier, das war die falsche Klasse. Ich kann hier alles rauslöschen. Jetzt kann ich hier einfach sagen, ich hätte gern ein B. Und das mache ich wie folgt. Ich sage hier einfach mal public super.b und dann nenne ich die einfach mal b, ist gleich new super.b und das kreiert mir eine neue Klasse. Immer diese Fehler, die keine Fehler sind. Naja, gut. Ähm, ja, also so kann man jetzt natürlich dieses B überall instanzieren. Wenn ich jetzt hier auf Private change, dann passiert natürlich dieser Fehler, dass wir nicht darauf zugreifen dürfen. Ja, so soll es natürlich auch sein. So kann ich das hier aber immer noch in Super instanzieren. Gut, vielleicht, wenn ihr Bock habt, dann können wir mal eine Liste implementieren, die tatsächlich Private Class, Static und ja, die anderen Klassen, die inneren Klassen benutzt. Falls nicht, ja, schreibt mir einfach, ob ihr Lust habt oder nicht, dann mal gucken, ob ich das mache. Alles klar. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und im nächsten Video gibt es natürlich dann die zweite Variante davon, von den inneren Klassen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.